Servus miteinander. Kennt ihr das Problem? Ihr seid Kompaktfahrer oder ihr habt euch vor, einen Kompakt zu kaufen, möchtet ihn aber nicht, weil er einfach von vorne scheiße aussieht. Von hinten, muss man ja mal ehrlich sagen, sieht der Kompakt relativ gut aus. Von vorne eher nicht. Das Ganze habe ich behoben. Leider gibt es dazu keine Anleitung, deswegen mache ich jetzt dazu mal eine, um euch mal zu sagen, was ihr zu beachten habt. Wie wir sehen, wir haben hier einen Kompakt, einen E46 316i Kompakt mit dem N46 B18 Motor. Ein Katastrophenmotor, der muss definitiv raus. 90.000 Kilometer und nur Probleme damit. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um die ganze Front. Es gibt zwei Kanäle, die das behandelt haben, das Thema. Ein englischer, der es leider nicht richtig erklärt hat, meiner Meinung nach, oder den Teil 1 gemacht hat, aber Teil 2 sehr schlecht gemacht hat und man nicht weiter wusste, was ich zu tun habe. Und dann gibt es eine russische YouTuberin, wo ich leider kein Wort verstehe. Mit Übersetzung versteht man ein bisschen was, aber die Problematik ist, die behandelt das ganze Thema auch nicht. Dann würde es noch Compact Nation geben. Compact Nation kann man sich meiner Meinung nach einfach komplett vergessen, weil man findet gar nichts darüber. Es gibt nur einen Herrn, der das Ganze gemacht hat und er schreibt nur eine Liste rein, das habe ich geändert und ja, macht draus, was ihr wollt. Und das Problem ist, der hat alles an seinem Kompakt geändert, deswegen war das ziemlich schwierig. Deswegen, was benötige ich eigentlich? Ich benötige Frontschussstange, Nebelscheinwerfer für die Frontschussstange. Wenn sie vielleicht dabei sind, braucht ihr die Nebelscheinwerfer nicht. Wäre geil. Wenn ihr keine Nebelscheinwerfer habt, Blende. Ganz einfach. Wir benötigen die Blende unter dem Scheinwerfer. Sowie auch den Scheinwerfer plus Blinker beidseitig benötigen wir. Wir benötigen eine neue Motorhaube und wir benötigen 2 Kotflügelstücke. Ich sage extra Stücke, kauft euch keinen Kotflügel. Ihr gebt pro Kotflügel ungefähr 90 € aus, mal 2. Ihr müsst beide durchcutten. Tut weh. Also habt ihr quasi 180 € dafür ausgegeben für ein niegelnagelneues Teil, was ihr zerschneidet. Habe ich nicht gemacht. Habe ich alles beim Schrottplatz geholt. Deswegen ist mein Kostendurchschlag quasi nur bei 180 € mit Lackierung gewesen. Sieht noch nicht perfekt aus. Ist halt leider so, aber es ist ja auch noch Winter. Sommer kommt ja erst und da habe ich dann noch mal ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Lust, was zu machen, als bei dieser Kälte. Bei der Frontstoßstange fangen wir mal an. Wie demontiere ich die? Wie montiere ich die neue? Und. Wir haben hier unten circa auf dieser Höhe. Das ist jetzt egal, ob das jetzt die Frontstoßstange ist von dem M-Kompakt, oder was heißt von M-Kompakt, von der Limousine habe ich das Teil. Darauf komme ich auch nochmal zu sprechen. Wir haben hier 2 Bolzen, das sind also einmal ungefähr hier und einmal ungefähr hier. Haben wir 2 Bolzen, das sind E14er Nüsse. Wir haben hier unten auch ein Loch. Wenn man hier mal reinguckt, haben wir ein Loch. Und in dieses Loch müssen wir einfach unsere Nuss reintun, die E14er, und schrauben diese Schraube los. Ganz simpel. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr zu tun habt, guckt einfach mal bei YouTube, da gibt es eine Anleitung, wie ihr die Frontstoßstange zerlegt. Es ist egal, ob Limousine, Coupé, Cabrio oder was weiß ich. Es ist immer dasselbe bei BMW, beim E46 zumindest. 2 Schrauben, ganz simpel. Dann habt ihr am Radlauf nochmal, glaube ich, eine Schraube und das war es dann im Endeffekt. Unten nochmal 3 am Unterboden und dann könnt ihr die ganze Frontstoßstange nach vorne hinausziehen. Von der neuen Frontstoßstange benötigen wir gar nichts. Wir können einfach die Frontstoßstange, so wie sie ist, wieder dran machen und dann passt das alles, können wir sie auch wieder festschrauben. Aber wichtig zu beachten ist, baut erstmal alles aus, um es wieder einzubauen. Weil beim nächsten Step müssen die Lichter raus. Beim Kompakt habe ich hier einmal die Lichter nochmal rausgekramt. Haben wir nämlich hier oben diese 2 Schrauben, die sind gleich, und unten haben wir auch nochmal 2 Schrauben. Da wo die weißen Lichter, glaube ich, nochmal beim Auto. Ihr habt eine Schraube hier. Ich mache mal kurz auf. Ihr habt eine Schraube hier, eine Schraube hier und unter dieser Abdeckung, Moment, okay, ich krieg's jetzt nicht raus, ohne da irgendwas kaputt zu machen, habt ihr auf jeden Fall nochmal ungefähr hier eine und hier eine. Das seht ihr, wenn die Frontstoßstange draußen ist, dann entnehmen wir einfach die Lichter und dann sind die auch draußen. Als nächstes bauen wir die Motorhaube ab und bei der Motorhaube gibt es auf jeden Fall etwas zu beachten. Bei der Motorhaube haben wir hier die Problematik, wir haben hier 2 Schrauben und hier unten nochmal ein Massekabel. Das ist easy, einfach rausmachen. Nehmt euch eine zweite Person am besten dazu, alleine wird es ein bisschen schwierig.
Hier, wie wir sehen, verläuft der Scheibenwischer. Da verläuft einmal der Scheibenwischerschlauch, sowie auch die Kabel für die elektrischen oder beheizbaren Düsen. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist, dass diese Kabel so weit runtergehen, dass es hier auch keine Endverbindung gibt, wie wir sehen. Das Kabel geht hier weiter entlang bis da runter und es ist ein Kabelstand. Das heißt, wir müssen so oder so einfach durchschnippeln. Ich habe mir das Kabel von der alten Motorhaube ungefähr hier durchgeschnitten gehabt und habe dann die neue Motorhaube verlötet gehabt. Im Endeffekt hier sieht man auch nochmal ein grün-gelbes Kabel und ein braunes Kabel. Davon haben wir jeweils 2 Stück. Es ist egal, ob ihr die untereinander mischt, weil die beheizbaren Düsen funktionieren so oder so, egal ob ihr sie untereinander tauscht oder nicht. Das ist schon mal eins der praktischen Sachen daran, dass wir die einfach zusammenlöten und sind dann glücklich. Es funktioniert auch alles einwandfrei und das ist das Schöne dran. Heißt, wenn wir dann die Motorhaube runter haben, kommen die Kotflügel dran. Die Kotflügel sind eigentlich das Simpelste. Wir haben unter dem Blinker, wo jetzt der Blinker sitzt, haben wir eine 10er Nuss. Dann haben wir hier ganz viele 25er oder 30er Torx-Schrauben und eine versteckt sich auch noch hier unten. Die ganzen müssen wir rausschrauben. Dann haben wir, öffnen wir mal kurz die Türe, befindet sich eine Schraube hier, die noch fehlt. Auch nicht schlecht, dass ich die vergessen habe, aber ich glaube, die ist eh gerade unnötig, die Schraube. Hier unten sehen wir auch noch mal eine Schraube, die müssen wir dann von innen lösen. Und dann haben wir noch mal hier kleine Bolzen. Die Bolzen drücken wir dann einfach raus und dann können wir den ganzen Kotflügel nach vorne kippen und dann haben wir noch mal eine 10er Nuss und dann kommt der ganze Kotflügel raus. Das müssen wir beidseitig machen. Dann wäre das Auto im Endeffekt nackig. Ich glaube, ich kann euch jetzt auch noch ein Bild einblenden, wie das dann aussehen würde, wenn ihr das Ganze macht. Und dann ist das Auto auf jeden Fall nackig. So, was haben wir sonst zu tun bei der ganzen Geschichte? Kotflügel anpassen. Sind die Kotflügel einmal unten, tun wir sie uns auf die Bank legen oder auf irgendeinen Tisch legen und messen uns die Kotflügel aus. Wichtig ist, wenn ihr Facelift habt, wie ich bin jetzt auf Facelift gegangen von Kombi und Limo, muss alles von Facelift Kombi Limo sein. Wollt ihr Coupé Cabrio, muss alles vom Coupé Cabrio sein. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt nicht Facelift und Vor-Facelift untereinander mischen, weil deswegen ist es ja auch ein Facelift, also eine Gesichtsaufbereitung quasi von dem Fahrzeug. Genau, wenn wir dann die Kotflügel abhaben, kommt der schwierige Teil, wir müssen sie durchschneiden. Deswegen habe ich gesagt, kauft euch ein Stück. Ich habe sie ungefähr hier durchgeschnitten gehabt und habe sie hier wieder zusammengeschweißt. Und somit haben wir hier einen schönen, sauberen Übergang und dann sieht es auch relativ schick aus. Und das ist der komplizierte Teil daran. Wir müssen einfach den Kotflügel hier cutten und dann zusammenschweißen und dann sieht es auch relativ gut aus. Beim Zusammenbau fangen wir mit der Frontstoßstange als erstes an. Also Kotflügel, glaube ich, habt ihr verstanden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare bitte. Wir fangen auf jeden Fall an, die Frontstoßstange als erstes ranzubauen. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass bei der Frontstoßstange, die gibt euch quasi den Schnitt an, wie ihr was braucht. Und deswegen erst die neue Frontstoßstange dran bauen. Frontstoßstange wieder dran schieben, zweimal E14er Nuss, dann unten die 3 Schrauben und dann ist die Frontstoßstange dran. Ganz easy. Danach fangt ihr an, die beiden Scheinwerfer einzubauen, ohne Blinker. Heißt, ihr habt hier unten diesen weißen Bolzen, da schraubt ihr den Blinker einfach mal weg und schraubt nur die 2 Scheinwerfer dran, dass ihr mal seht, okay, in die Richtung geht es auf jeden Fall, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und dann cuttet ihr die Kotflügel und die Kotflügel schweißt ihr dann so zusammen, dass es passt mit quasi der Frontstoßstange, dass es so bündig ist. Weil sonst habt ihr wie ich, habe hier leider einen leichten Fehler gemacht, weil es halt leider keine Anleitung gibt. Ich komme hier fast mit dem Finger durch. Das muss nochmal neu gemacht werden, weil das gefällt mir einfach nicht. Und zweitens, es kommt Wasser rein, es kommt Dreck rein und sonstiges und es sammelt sich dann halt einfach hinten und ist nicht gut fürs Auto. Deswegen muss das auf jeden Fall nochmal neu. Auf der anderen Seite habe ich es fast perfekt hinbekommen, dass hier die Dichtung richtig schön abdichten kann. Genau.
Und als nächstes kommen dann die Kotflügel dran. Die Kotflügel cutten wir, wie ich schon gesagt habe, und speisen sie zusammen und bauen sie wieder so dran, wie sie dran gehören sollen. Und dann kommt die Motorhaube dran. Für die Motorhaube braucht man eigentlich immer 2 Personen, weil es einfach ein bisschen schwierig ist, die Motorhaube alleine wieder so in Position zu bekommen mit den 2 Schrauben. Ihr müsst nichts ändern, ihr müsst keine Federn tauschen, ihr müsst nicht die Halterung tauschen. Das Einzige, was wir tauschen müssen, sind diese 2 Zapfen, sowie auch den Seilzug für den Innenraum, dass wir die Motorhaube aufbekommen. Die müssen wir von der Kompaktmotorhaube übernehmen, weil die von der Limousine oder vom Coupé passen einfach nicht. Die sind zu groß für diese 2 Öffnungen und da bin ich an dieses Problem gestoßen, was ich im Internet gelesen hatte. Wir müssen die komplette Front tauschen, damit die Motorhaube passt. Nein, ist nicht so, weil wir tauschen einfach nur diese 2 Zapfen und dann passt die Motorhaube auch und man spart sich einen Haufen Geld, diesen Frontträger nicht zu kaufen. Es ist wirklich nur das Äußere von der Limousine und vom Kombi und nichts Inneres ist von Limo oder Kombi. Das heißt, alles, was außen ist, ist Limo-Kombi. Alles, was innen ist, bleibt weiterhin kompakt, weil der Kompakt einfach 1:1 fast genauso ist wie jeder andere BMW. Und diese Zapfen lassen wir so, wie sie sind. Wir bauen hier nichts um, wir tauschen hier nichts, weil wenn wir das tauschen würden, müssten wir einmal den Kompressor von der Klimaanlage ausbauen, müssten den dann neu befüllen lassen, müssen neues Kühlerwasser einfüllen und. Aber die Front ist einfach so 100-mal schöner, wenn man sich überlegt, dass der Kompakt normalerweise von vorne ziemlich scheiße aussieht. Und ich muss ehrlich gestehen, dass der von hinten nicht schlecht aussieht. Man könnte hinten auch noch die ein oder andere Sache tauschen. In die Heckschürze hier zu tauschen. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen, die Heckschürze zu tauschen. Müssen wir auch wieder ein bisschen schweißen und flexen. Wir müssten theoretisch hier wieder cutten und dann wieder hier was machen. Aber ich finde das Heck vom Kompakt eigentlich nicht hässlich. Deswegen lasse ich das Heck so, wie es ist. Ich finde es schön. Mir passt's und der kurze Radstand finde ich halt geil beim Kompakt. Deswegen habe ich mir entschieden, mir einen Kompakt zu kaufen. Mir hat nur die Front Sorgen bereitet und wie ich das Auto schon gekauft hatte, vor circa einem halben Jahr, habe ich gesagt, ja, irgendwann werde ich die Front mal tauschen. Und jetzt hatte ich mal die Zeit dazu und dann habe ich die Front getauscht. Aber halt ohne jegliche Anleitung und ohne jeglichen Plan. Und somit erkläre ich es euch jetzt, damit ihr nicht auf das Problem stoßt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche jede Frage zu beantworten. Und entschuldigt mich, dass ich einfach Wirrwarr rede manchmal. Ich habe noch nie ein Video in meinem Leben aufgenommen und dachte mir, okay, das ist schon ein Thema, wo man in Foren liest, dass es ein interessantes Thema ist. Viele wollen es machen, viele wissen nicht wie. Und es muss immer einen geben, der einfach mal sagt, fuck it, mach mal. Und ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Somit wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Viel Glück beim Schrauben. Die ganze Liste, was ihr benötigt, steht in der Videobeschreibung. Vielleicht möchte Leo noch irgendwas. Er inspiziert das Auto. Was sagt unser Kater dazu? Passt oder passt nicht? Kriegen keine Antwort. Haut rein.